Vor über 30 Jahren wurde dieses Skigebiet an der Hochriesbahn stillgelegt. 2011 gründete Peter mit 2 Freunden den Bikepark. Im Gegensatz zu den Skifahrern wollen die Mountainbike-Fahrer keine breiten Pisten, sondern viele kleine Hügel und Wege. Bis daher ungefähr. Soll ich die Schaufel stecken lassen, oder? Ja, passt schon. Ja. Also wir müssen den Absprung hier neu machen, weil der war so platt gefahren. Und in dem Zuge machen wir jetzt gleich 2 Absprünge. Einen für die Dörter, die halt richtig Airtime wollen, und dann eher für die Einsteiger was Rundes, was eher etwas sicherer ist. Ein paar hundert Meter höher die nächste Baustelle. Die künstlichen Steilkurven sollen die gefährliche Abfahrt entschärfen. Die Ideen, die sind ja irgendwie alle schon bei uns drin, weil wir alle gerne Mountainbiken, und da weiß man schon, was man gerne will. Und das ist Action und jede Menge Fun. Dafür sorgen Wurzeln, kleine Hügel, Steilkurven und große Sprünge. Also einfach Freiheit im Kopf macht und ein super Gefühl ist, wenn man einfach mal einen stressigen Tag gehabt hatte oder generell einfach was mega viel Spaß macht. Doch den Bikern geht es nicht nur um Spaß. Die Natur genießen und der Erholungsfaktor sind genauso wichtige Punkte. Daher zieht es sie auch in die freie Wildbahn. Also so ein Bikepark ist schon ganz nett, weil du halt eben klar deine Strecke für dich sozusagen hast und dir keinen Kopf machen musst, ob jetzt hinter der nächsten Ecke ein Wanderer lauert sozusagen. Aber es ist trotzdem keine Lösung für das Problem, weil jeder bewegt sich mit seinem Rad auch gerne in der Natur und will nicht begrenzt sein auf die paar Meter hier Bikepark. Aber in der freien Natur müssen sie sich die Wege mit den Wanderern teilen, was wiederum zu Problemen führen kann. Es gibt natürlich in der Menge, in der wir unterwegs sind, auch immer wieder mal Situationen, wo man einfach auf Menschen trifft, die wenig Toleranz haben, die auch vielleicht wenig Respekt dem anderen gegenüberbringen. Im benachbarten Österreich hat dieser Konflikt ganz andere Ausmaße angenommen. In Wien will das österreichische Parlament heute über einen Antrag abstimmen, wonach das Forstgesetz geändert werden soll. Dieses verbietet es, mit dem Fahrrad auf Waldwegen zu fahren. Dagegen kämpft der Verein Upmove. Eins brauchen wir vorne. Ich glaube, das werden wir vorne hinlegen, auf der Windschutzscheibe. Ja. Wer kümmert sich um die Buttons? Wir haben vor 10 Jahren begonnen, uns um ein modernes Betretungsrecht für Radfahrer in Österreich zu kümmern. Heute sind wir hier, um unsere Abgeordnete, die unsere Anliegen unterstützen, auch hier ein wenig unsere Unterstützung zu zeigen. Man fühlt sich eigentlich ungerecht behandelt. Wenn ich mit meiner eigenen Kraft, mit eigener Muskelkraft mich mit der Natur bewege, darauf habe ich irgendwie ein inneres Anrecht, das ich mir nicht leben lassen will, und darum sage ich, okay, das ist etwas, das ist wert, dass man dafür kämpft. Gegen ein über 40 Jahre altes Gesetz. Davor durften nicht einmal Wanderer die Forstwege betreten. Also warum diese nicht jetzt auch für Radler freigeben? Das ist doch die natürlichste Sache der Welt, dass man mit dem Rad auf einer Schotterstraße fahren darf. Wer wird also was dagegen haben? Aber die Realität ist leider komplett anders. Wie? Das zeigen die Biker in einem kleinen Laienspiel. Martin war ganz verwundert. Was machen Sie hier? Was wollen Sie von mir? Festgehalten und Hier ist Radfahrverbot, das wissen Sie. Wieso? Hier ist eine Fuhrstraße, weisen Sie sich bitte aus. Ausweisen? Aber die ist ja 4 Meter breit. Hier kann man doch wandern, warum nicht biken? Keine Diskussion. Haben Sie die Fahrverbotstafel nicht gesehen? Geben Sie mein Rad her! Sie sind nicht der Erste hier. Kein fiktives Spiel, genau das ist Martin Koch passiert.
bin ja schon einiges gewohnt. Aber das war eine geplante Aktion scharf gegen Mountainbiker. Das waren 2 Securities, die im Wald versteckt waren, die ich nicht gesehen habe. Und das Ergebnis habe ich sogar mit. Unterlassungserklärung plus 360 €. Ich muss noch etwas unterschreiben und bedanke ich mich bei der Leobener Realgemeinschaft, dass sie wegen des Vorfalls keine weiteren Schritte gegen mich ergreift. Ich bedanke mich recht herzlich bei der Realgemeinschaft und den Anwälten. Kein Einzelfall. Und es kann auch ahnungslose deutsche Touristen treffen. Nur da, wo es ausdrücklich erlaubt ist, darf auch geradelt werden. Sonst kann es teuer werden. Und dann gibt es noch Regionen, da ist es ganz streng verboten. Was heißt das? Dort wird wirklich gegen Mountainbiker extrem vorgegangen. Da kommen dann Kosten immer zusammen zwischen 700 und 1000 €. Das spricht sich natürlich herum und dann werden diese Gebiete, die besonders verboten sind, gemieden. Der Muckenkugel, eine gute Autostunde von Wien entfernt, ist so eine Region, in der die Biker besonders scharf kontrolliert und bestraft werden. Seit 40 Jahren das Jagdgebiet des pensionierten Rechtsanwalts Dr. Rudolf Gürtler. So, eigentlich für uns ein optimales Wetter, weil Wild und Jäger sind also glücklich, wenn es regnet und nicht der Zirkus im Wald belastet. Man muss leider sagen, dass in den letzten 10 Jahren es deutlich zunimmt, wobei die Mountainbike-Fahrer dann kein Problem sind, wenn sie sich an die Fairplay-Regeln halten. Das Hauptproblem sind die schwarzen Schafe, die überhaupt keine Regeln kennen. Diese Regeln sind neu. Vor 2 Jahren, als der Druck zu groß wurde, hat er einen Forstweg freigegeben, der zum Almgasthaus hochführt. Von ihm gehen viele Wege ab, die genauso aussehen, wo aber Verbotsschilder zeigen, dass Radeln hier nicht erlaubt ist. Der Mountainbiker, der ist nicht kalkulierbar. Der Wanderer, wenn er spricht, der weiß das Wild genau, ja, der geht vorbei. Der Mountainbiker kommt blitzschnell, überdies mit einer versehenen Windfahne. Das heißt, es ist nicht nur der Bereich, wo er sich bewegt, sondern auch die Seitenbereiche belastet, weil der menschliche, Geruch oder auch Gestank eben das Wild in ihren Einständen belastet. Nana, komm raus. Die Tiere fliehen dann von solchen extra geschaffenen Fütterungswiesen in den Wald und beschädigen dort die Bäume. Und auch die müssen die Jäger schützen. Deshalb überwachen sie das Fahrverbot. So, schau mal rauf. Berufsjäger Stefan Koll hat schon einige Radfahrer dingfest gemacht. Im Zuge meines Dienstes, meines Berufes, bist natürlich, ich sage mal, fast permanent damit konfrontiert. Es gibt eine breite Gruppe, mit denen es auch keine Probleme gibt. Aber es gibt doch ein paar Hardliner. Und die wollen es halt meistens dann wirklich wissen. Also das ist, und ja, das ist halt für uns natürlich auch unangenehm. Also das ist ja, aber da hilft es nicht, da muss Dienst nach Vorschrift machen. Dass sie gezielt den illegalen Bikern auflauern, bestreiten die Jäger. Dafür haben sie und ihre Kollegen gar keine Zeit. Sie stehen ganz im Dienst von Flora und Fauna. Ich bin nicht Polizei, wir haben allerdings in Österreich generell ein Vollzugsdefizit. Es gibt eine Respektlosigkeit und Rücksichtslosigkeit gegenüber den Mitmenschen. Und diese Haltung im Lebensraum des Wildes ist das, was uns so schadet. Die sind nicht meine Gegner, die sind die Gegner des Wildes. Ich bin nur da, um das Wild entsprechend zu schützen. Ich bin ein Stellvertreter. Ich war mein Leben lang als Rechtsanwalt Verteidiger und bin hier Verteidiger der Wildinteressen. Zurück ins oberbayerische Samerberg. Peter Brotschell muss heute früh raus. Der Mountainbike-Veranstalter und Guide fährt heute eine Tour in Südtirol. Trotzdem lässt sich der Familienmensch Zeit und genießt jede Minute mit seiner kleinen Tochter. Ich lege schon Wert drauf, wenn ich da bin, dass wir dann nach Möglichkeit alle gemeinsam irgendwo am Frühstückstisch sitzen, weil ich dadurch, dass das auch Saisongeschäft ist, im Sommer relativ oft unterwegs bin
Wir haben selten dann Frühstück zusammen. Hat die Familie auch einen besonderen Wert, vielleicht bei mir. Insgesamt 3 eigene Fahrräder hat Peter in seiner Garage. Dieses Cross-Country-Rad ist sein liebstes Stück. Ja, das ist jetzt nicht die günstigste Version. Das kostet fast 7.000 €. Es gibt verschiedenste Disziplinen beim Mountainbiken und für jede Disziplin braucht man ein eigenes Sportgerät, eigenes Bike. Und so eins würde man jetzt eher bei den olympischen Disziplinen fahren, Cross Country, was man so im Fernsehen sieht. Ich denke mal, das Fahrrad ist mir wahrscheinlich so lieb wie manchem anderen sein Auto. Man macht natürlich alles dafür. Peters Ziel, die Dolomiten. Das Pustertal ist bei Mountainbikern sehr beliebt. Mit 2 Freunden erklimmt er heute den Gipfel des 2545 Meter hohen Margingele. Immer wieder nutzen sie ihre freien Tage, um neue Routen zu entdecken und die Natur zu genießen. Oh, super, oder? Mega cool. Mega. Deine Heimat, Roland. Wenn man hier hochfährt und den Alltag unten lässt, dann kommt man wieder zurück und dann zählen eigentlich die wichtigen Dinge im Leben. Man ist in der Natur und das hilft einem dann wieder den Alltag gut zu schmeißen. Allein durch die Bewegung und durch das Rad und Radfahren und den Wind spüren, ist man schon woanders. Und dann, wenn man mehr und mehr in die Natur vordringt, dann erfasst einen das einfach durch und durch. Ready. Weit ist nimmer. Peter Brotschelm ist Transalp-Rekordler. 105 Mal hat der Oberbayer die Alpen mit dem Mountainbike überquert. Ah, super, ist das schön. Alles richtig gemacht wieder heute, oder? Wanderer trifft die Truppe heute keine. Auf über 2500 Höhenmetern ist nicht mehr die breite Masse unterwegs. Also wenn man im Tal den Leuten begegnet, dann gibt es oft ein kurzes Hallo. Aber oftmals schaut man sich nicht mal an. Und je höher man raufkommt, ja, umso netter ist die Begegnung. Man hat mehr Respekt zueinander, vielleicht auch vor der Leistung von jedem, ob man zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs ist, ist fast egal. Denn hier ist nicht nur mehr Platz, es zählt vor allem die sportliche Leistung. Geil! Yes. Sauber! Sehr schön. Cool! Mega gut. Jawohl. Aber super. Sauber. Sehr gut, cool. Erstklassig. Ja, wenn man hier ankommt, ist immer ein kleines Glücksgefühl. Erleichterung und man freut sich auf den Riegel. Das stimmt, weil die letzten 100 Höhenmeter, da merkt man dann schon langsam, dass jetzt eine Pause gut wäre. Der Südtiroler Roland kennt die Konflikte mit den Wanderern eigentlich nicht. Hier in Italien gibt es so gut wie keine Differenzen. Es scheint wohl eher ein Phänomen des nördlichen Alpenraums zu sein. Und ich schiebe das mittlerweile schon ein bisschen auf die Mentalität der Leute zurück. In Südtirol oder auch im Italienischen, da passiert es ja unglaublich oft, dass du als Mountainbiker angefeuert wirst bergauf und die Leute sind begeistert, machen Bilder und filmen dich. Und im deutschen Gebiet passiert es öfter, aber ist jetzt nicht so, dass das Standard wäre, dass man sehr argwöhnisch angeschaut wird. Ja, manchmal schimpft auch mal einer. Das A und O ist eigentlich, dass man Respekt schafft füreinander.
Es ist ein gesellschaftliches Problem und nicht eins zwischen Mountainbikern und Wanderern oder Bergsteigern. Das sehe ich überhaupt nicht so. Schwarze Schafe gibt es auf allen Seiten. Es geht um falschen Stolz, gekränkte Eitelkeiten und Besitzstandsdenken. Dabei ist die Lösung des Konflikts naheliegend. Toleranz und gegenseitige Rücksicht auch auf die Natur. Dann steht einem friedlichen Miteinander nichts mehr im Weg.